Jetzt mal ehrlich, warum bin ich der richtige Mann, euch den Jaguar F-Type P300 First Edition Cabrio in unseren 10 Fakten vorzustellen? Genau, ich bin der Jan. Also ich bin nicht nur schusselig, sondern spare schon mein ganzes Leben lang auf einen Porsche Boxster. Leisten konnte ich mir nie. Das ist der erste Grund. Der zweite ist, wir haben euch das Facelift 2020, das neue Modell, schon in München vorgestellt. Er war schon in der gleichen Farbe und Ausstattung wie Matthias Malmedy hatte, in englischer Kennzeichenversion genau hier gestanden. Schaut euch das an, wenn es euch interessiert. Wenn euch alles bzw. unsere 10 Fakten zur Einstiegsversion interessieren, dann bleibt jetzt dran. Gelandet seid ihr übrigens bei www.demautotester.de, eurem in der Sonne, in dem wunderschönen Weinbergen autotestenden Autotester des Vertrauens. Wir sind unglaublich modern, denn ihr findet uns nicht nur auf TikTok, sondern auch Instagram, Facebook. Auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an, macht mich glücklich. Ansonsten findet ihr uns auf www.demautotester.de, eurem Online-Magazin. Wir sind ein ganzes Team, schaut gerne vorbei, macht euch froh. Und dann geht es auch los mit mir und dem F-Type Cabrio. Viel Spaß bei unseren 10 Fakten. Ja, kommen wir zum ersten Fakt der Geschichte von diesem Auto da unten. Und naja, der F-Type hat es natürlich nicht einfach. Warum? In den letzten 10 Jahren haben sich die Absatzzahlen für Cabrios und für diese zweisitzigen Sportcoupés, soweit ich weiß, halbiert. Und ja, so kann man auch erklären, dass dieses Auto, was in Deutschland 2013 auf den Markt gekommen ist, 2017 Facelift bekommen hat. Das erste und 2019, Ende 2019 hier das zweite fürs Modelljahr 2020. Was ist passiert? Ein bisschen andere Front haben wir, digitales Cockpit innen und der 6-Zylinder-Motor ist entfallen, oh Schreck. Aber woran liegt das eigentlich alles? Ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben, warum die Leute keine Cabrios mehr mögen. Naja, das liegt eben daran, Smog in den Innenstädten. Die wollen das Infotainment bei der Fahrt bedienen können. Und ja, die Alt-68er-Generation, die mit Joint im Mund und Wind um die Haaren rumgefahren ist, ist auch leider ja ein bisschen vorbei. Nichtsdestotrotz hat Jaguar mit dem F-Type in dem in Deutschland von Porsche dominierten Segment 5% Marktanteil. 1200 bis 1500 Autos verkaufen die noch im Jahr in Deutschland. Insgesamt sind es seit Markteinführung, glaube ich, über 8000 gewesen. Chapeau, ihr Briten. Ja, beim zweiten Punkt sprechen wir über die Wettbewerber von unserem F-Type Cabrio oder Coupé. Und ehrlicherweise, normalerweise muss ich mich da schon darauf vorbereiten, das alles aufschreiben, lernen. Hier ist es anders, weil ich habe ja auf den Hauptwettbewerber mein Leben lang gespart. Das ist der Porsche Boxster. Und interessant ist, dass dieses Auto halt mit dem 4-Zylinder-Einstiegsmotor irgendwo in der kleineren Klasse um Boxster, um Cayman liegt, die es ja auch inzwischen als Spider oder GT4 mit 6 Zylindern gibt. Audi TT, TTS, TTRS, Nissan 370Z, Toyota Supra gibt es mit einem 2-Liter Motor. Es gibt die Alpine, ja, der Mercedes SLK bzw. der SLC, der Nachfolger, der hat leider das Zeitliche gesegnet, was ich gar nicht so schlimm finde. Und dann gibt es die Klasse drüber natürlich um den neuen 11er. Das sind dann eigentlich schon ehrlicherweise die Supersportwagen. Ja, der 11er ist in Deutschland natürlich richtig heftig verkauft. Wir haben aber auch einen Ferrari 488. Wir haben aber auch ja, einen Camaro da drin, wir haben eine Corvette da drin, wir haben einen Audi R8 da drin. Also es gibt richtig viel ehrlicherweise in dem Bereich, vielleicht auch ein Lamborghini Huracan. Die Unterscheidung ist manchmal gar nicht so einfach und was der jetzt da drin zu suchen hat in diesem Haifischbecken, das werdet ihr jetzt sehen. Kommen wir zum dritten Punkt der Optik und jetzt mal sehen, was uns die Katze heute vor die
Achso, das ist ja eine Raubkatze, also ein Jaguar und keine Maus, Tür gelegt hat. Ja, das ist ein 4,47 Meter langes Auto, das ist ein 1,92 Meter breites Auto und das ist ein 1,31 Meter hohes Auto. Und jetzt habe ich ja diese Einordnung mit Boxster und Elva gemacht und der Boxster, der ist sagenhafte 9 cm kürzer, während der Elva nur 5 cm länger ist. So viel zur Einordnung. Euch interessiert aber viel mehr. First Edition ist hier drauf. Aerodynamic gibt es noch und die Basis. Ja, und wie erkennt man das neue Modell? Natürlich Facelift. Was haben wir? Also einen Kühlergrill, den haben wir breiter gemacht, größer gemacht, bisschen runtergezogen. Die Motorhaube drückt auch Richtung Boden. F-Type steht hier drauf, eine Lippe ist hier und wir haben da unten hier einen neuen Stoßfänger mit diesem Inlay hier, was ich sehr, sehr schön finde. Und was macht man dann noch bei neuen Modellen? Beim alten war hier die Leuchte vorne ein bisschen größer, katzenartiger. Jetzt ist sie schmaler mit J, also J Calligraphy Signatur 4 LED-Elementen. Und hier vorne haben wir dann bei den Pixel-LED-Scheinwerfern eine Kamera, die auf die Straße leuchtet, ja, und dann den Scheinwerfern ermöglicht, Dinge anzuleuchten, auszuleuchten, Kurvenlicht, und wir haben auch einen durchwischenden Blinker. Und wenn man jetzt hier im Profil ist, dann sehen wir hier 20 Zoll Felgen. Die sind hier drauf serienmäßig, soweit ich weiß. In der First Edition von 18 bis 20 Zoll Felgen geht's. Wir haben hier rote Bremssättel. Das ist 3.200 € teure Bremsanlage. Ja, die hat mal sagenhafte 380 mm vorne, 376 hinten. Serienmäßig sind 355 vorne, 325 hinten. Heckantrieb, wir haben neue Federn, Stoßdämpfer und Achsschenkel für die Kurve. Wir haben hinten ein Sperrdifferential an der Hinterachse und Active Torque Vectoring heißt, in der Kurve wird das kurveninnere Rad immer ein bisschen eingebremst, soll dem Untersteuern entgegenwirken. Hinten haben wir Scheinwerfer, die ja inspiriert sind vom I-Pace, vom vollelektrischen Jaguar. Rückfahrkamera Jaguar steht hier drauf, und hier unten haben wir nicht nur so einen schönen Diffusor, sondern auch hier ja nur einen Endtopf, der jetzt richtig groß ist, während die beiden größeren Motorvarianten, die dann außen haben, jeweils 1 oder 2 Endrohre. Sprechen wir über den 4. Punkt und eigentlich die elementarste Frage aller Fragen. Schafft es dieses Auto, das Gepäck eurer Freundin beim Wochenendausflug zu transportieren? Ihr dürft gerne mal reinschauen. 300 bis 500 Liter ist der Kofferraum groß beim Coupé. Hier haben wir 233 Liter, ist oft kritisiert bei dem Auto. Ich würde sagen, ja, Golftasche wird schon schwierig, Tennistasche funktioniert. Aber das größte Problem wird, die 15 Paar Schuhe von eurer Freundin da hinten unterzubekommen. Aber ich will ja jetzt gar nichts Sexistisches sagen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sprechen wir über den 5. Punkt, und jetzt ist natürlich eine große Sache bei diesem Auto, was als 8-Zylinder-Variante immer zum vielleicht lautesten Modell im Wettbewerb gehört hat. Wie klingt denn der 4-Zylinder? Den alten 4-Zylinder, den kannte er natürlich, und wir haben jetzt ja wahrscheinlich einen Otto-Partikelfilter hier drin und neue Abgasvorschriften, und wir haben optional hier immer eine Klappenauspuffsteuerung drin, die ist jetzt hier auch drauf, ja, und bei den beiden 8-Zylinder-Motoren haben wir eine Quiet-Start-Funktion, was sehr wichtig war, weil ich mit diesem Auto schon Generationen von Nachbarn geweckt habe, was ich immer gehasst habe, und die mich dafür noch mehr. Ihr bleibt jetzt jedenfalls mal da und ich schmeiße euch das Moped an. Und? Wie war's? Schreibt es mir in die Kommentare. Sprechen wir über den 6. Punkt, und das ist natürlich das Dach. Und nachdem ich euch jetzt das Coupé schon zweimal vorgestellt habe, schaut es euch übrigens an, ich mache es euch in eine Infografik da oben rein, ist jetzt natürlich eine große Frage, ey Leute, wenn es gewittern sollte, wie schnell geht denn jetzt hier dieses Dach hoch? Ich hoffe, es kommt jetzt dann, das Dach. Ja, da kommt, so wird das Video natürlich 3 Stunden lang. Hier kommt das Dach. Manchmal bin ich auch ziemlich ungeschickter Autotester. So schnell ist es zu. So, jetzt kommen die Scheiben und wir machen es auch wieder auf.
Finde ich immer ganz wichtig, weil bei einem Unwetter sollte man das halt schnell zubekommen, weil ich habe schon das ein oder andere Cabrio von meinem Vater als Badewanne missbraucht, als es angefangen hat zum Regnen. Kommen wir zum 7. Punkt, sprechen wir über den Motor. Und die gute Nachricht zuerst ist ganz lustig, weil obwohl wir dieses Auto jetzt schon öfter gefilmt haben, ist meine Kamerafrau so verwirrt, dass sie immer auf die andere Seite läuft. Es öffnet sich hier Batmobil-mäßig nach vorne, was ich schön finde. Und jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Mein Lieblingsmotor, RIP, Rest in Peace, ist Geschichte. Das war nämlich der 6-Zylinder, den gab es auch mit Handschaltung, 380 PS. Der war mega direkt, mega schnell am Gas, mega schnell da. Den habe ich geliebt. Mensch, Jaguar, was habt ihr denn da gemacht? Und ähnlich wie beim Mustang ist es jetzt so, es gibt noch 4-Zylinder. Den hier, den P300, das Auto wiegt 1615 Kilogramm, 2-Liter-Motor, 4-Zylinder, eben beschleunigend 5,7 Sekunden auf 100, wird 250 km/h schnell, hat 400 Newtonmeter und einen Normverbrauch von 8,1 Liter. Und dann haben wir halt 2 8-Zylinder, das ist ein P450 mit 450 PS, 580 Newtonmeter, der ist in 4,6 Sekunden auf 100, wird 285 km/h schnell. Ja, und den gibt es mit Allradantrieb und mit Heckantrieb. Und dann gibt es noch die größte Variante, die James Bond Variante mit 575 PS, der hat 700 Newtonmeter. Maximal das Drehmoment ist in 3,7 Sekunden auf 100 und wird 300 km/h schnell. Aber man muss sagen, die 8-Zylinder-Motoren, die wiegen auch 100 bis 150 Kilo mehr als hier dieser 4-Zylinder. Ja, kommen wir zum Innenraum und wir haben hier den Limited Edition, First Edition Innenraum drin. Hier steht es drin, wenn ihr euch die Einstiegsleisten anschaut, dann seht ihr das nochmal. Wir haben hier die Performance-Sitze in Winzerleder, toll hier mit Wabensteckung. Jaguar ist hier, die haben hier diese Lüftung, also die Öffnung drin, den Jaguar hier oben, Oyster-Steppung. Hier haben wir perforiertes Leder, das Performance-Lenkrad hier drin mit dem perforierten Leder hier. Jetzt mache ich die Zündung an und jetzt seht ihr, dass die Lüftung weiter hier oben dann irgendwann da rausfährt. Worauf man stolz ist bei Jaguar ist jetzt digitales Cockpit hier mit dieser Hutze. Und ihr seht schön, wie viel ihr seht bei den Lichtverhältnissen. 12,3 Zoll ist es groß. Wir können das im Layout verändern. Wir können uns hier verschiedene Dinge anzeigen lassen, links und rechts. Das Layout eben ganz ändern. Ich mag es am liebsten, wenn hier der Drehzahlmesser in der Mitte ist. Noch mehr stolz ist man bei den Briten allerdings hier auf das 10 Zoll große Infotainment. Das ist Over-the-Air updatebar, online, Apple CarPlay, Android Auto fähig. Wir können hier drin so eine Short-Wahllist machen für die wichtigsten Dinge. Wir haben hier drin ja dann die Möglichkeit, einfach uns das ganze Menü anzeigen zu lassen. Hier sieht man das, Kameras, Rückfahrkameras haben wir hier auch. Ganz interessantes, Klappmausbesteuerung ist hier, Drive Mode Schalter ist hier, von Regen, Schnee hin zu Sport. Ja, und wir haben hinten, wenn ihr jetzt mal nach hinten schaut, können wir den Spoiler ausfahren, können wir ihn auch wieder einfahren, was ich ganz interessant finde. Start-Stopp-Knopf ist hier. Ich mache es einfach mal an. Wir schalten mal den R, machen mal die Klappe auf. Klingt für einen 4-Zylinder schon ganz vernünftig, ne? Ja, und ich fasse mal zusammen, der Innenraum ist modern, konnektiv, fahrerorientiert. Man sieht vorne schön die Haube, gut verarbeitet. Das wünscht man sich eben für einen Sportwagen. Ja, kommen wir zum 9. Fakt und ich bin nicht Goethe oder Schiller, sondern einfach nur ein alberner, öder Autotester, aber die Sonne geht unter, es weht ein laues Lüftchen, das ist genau das, was wir Cabrio-Fahrer uns wünschen. Und dann mache ich den Motor an, schalte in den Dynamic-Modus, fahr mal den Spoiler raus, die Klappe, die mache ich auf, gebe mal Gas, zeige euch den Sound im P-Modus. Und da merkt man schon, Alter, dieses Auto meint es ernst. Ich schalte in die S-Gasse, mache das ESC aus, fahre auf die Straße und ihr sagt ja immer, Jan, mach Launch Control, du bist nicht Schiller, du bist nicht Goethe, mach einfach nur Launch Control. Ja, und das machen wir jetzt hier mal. Der nagelt sich auf ein bisschen was über 2000 Umdrehungen fest. Und jetzt merkt man, okay, dieses Auto wiegt so ein bisschen was über 1,6 Tonnen. Ich mache das ESC wieder rein, habe eine kleine Vorbildfunktion, beschleunigt mit seinen 400 Newtonmeter trotzdem in 5,7 Sekunden auf 100, was, wie ich finde, ein ganz passabler Wert ist. Aber euch interessiert ja nicht, wie er nach vorne funktioniert, sondern euch interessiert zum einen die Rückfahrkamera, ja, und euch interessiert, was ich mit diesem Auto hier querdynamisch anstellen kann. Und ihr hört erstmal, dass ich die Scheiben oben habe, aber ihr hört auch, dass dieses Auto schweinegut in der Kurve klebt. Und wenn ihr ein bisschen fahren könnt,
dann braucht ihr bei dem Auto kein Allradantrieb, sondern dann braucht ihr einfach vielleicht so ein Fahrsicherheitstraining. Der ist mega direkt am Gas, vielleicht sogar ein bisschen direkter als der 8-Zylinder, wird 250 km/h schnell, nimmt 8,1 Liter. Ja, und ich würde sagen, das ist so die Variante, wenn man jetzt hier zum Beispiel dann in den normalen Modus schaltet, mit der man Spaß haben kann, klar, mit der man allerdings auch einfach mal ganz gemütlich durch den Schwarzwald fahren kann, ganz gemütlich cruisen kann, an den Schaltpedalen mit der 8-Gang-Automatik schön arbeiten kann und einfach nur seine Holde ein bisschen hier auf dem Bein verwöhnen oder es auch einfach lassen, #Männerwelten. Ich fahre zurück und wir kommen zum... Wir sind am Ende, am Schluss, das Auto wird bald abgeholt. Kommen wir zum Fazit, zum 10. letzten Punkt meiner Meinung zum F-Type P300 First Edition Cabrio, ja, und der preislichen Gestaltung. Und erstmal muss man sich im Leben wahrscheinlich oft entscheiden, Geld oder Liebe. Jeder von uns hätte gern den P575 mit dieser unmenschlichen Leistung. Aber wir haben ja noch Frauen, Kinder, Wohnungen zu finanzieren. Einkaufen muss man hin und wieder mal. Also muss die Vernunft manchmal siegen und das ist dann vielleicht manchmal einfach nur der 4-Zylinder als Zweitwagen hier und der ist so gut, der klingt gut, der ist richtig dynamisch abgestimmt, ja, dass ich sage, zum Cruisen perfektes Auto für all diejenigen, die es natürlich sportlich ambitioniert ernst meinen, ist dieses Auto nichts, aber da kann man dann diskutieren, ist der F-Type nicht ein bisschen zu schwer. Ansonsten beginnt der hier bei 64.200 Euro. 7.000 Euro mehr werden fürs Cabrio fällig, also 71.100 Euro. Ja, und so wie er hier steht in der First Edition, beginnt er bei 84.600 Euro. Mit den Extras, die dann noch drin sind, sind wir etwa bei 90.000 Euro. Ist viel, aber wenn man den nackt nimmt, ist er halt irgendwo preislich zwischen dem Boxster und dem 911er, die dann ja beide heckgetrieben sind. Was ich ganz spannend finde und da er nur 5 cm kürzer ist als der 11er und eine größere Erscheinung als der Boxster, entscheiden sich halt viele fürs klassische Jaguar-Design. Das Facelift an sich ist eigentlich ein neues Modell aus meiner Sicht, weil die Optik ist außen und innen so viel anders, moderner, dass es schon Genuss ist. Was mir richtig schmerzt, ist, wie damals meine Freundin mit 16, als sie Schluss gemacht hat, ist, dass der 6-Zylinder entfallen ist und die Handschaltung. Aber ja, jetzt wird es halt leichter im Motorenangebot, sich einen rauszusuchen. Wie bei der Disco morgens dann um 5, wird immer leichter. Naja. Was dabei rauskommt, oft, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ihr seid gelandet bei www, dem Autotest, eurem Autotest des Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ist überhaupt nicht schwer, sich da was auszusuchen. Nehmt einfach alles. Ich bin übrigens der Jan. Bedanke mich fürs Zusehen. Macht übrigens die Glocke an und abonniert YouTube. Würde mich freuen. Schaut euch das Auto an und bis bald.